Objektnummer SCP-052-DE. Klassifizierung Euclid. Sicherheitsmaßnahmen. Personen, die von SCP-052-DE01 betroffen sind, werden schnellstmöglich zu Standort DE14 oder Standort DE6 gebracht, wo Prozedur MASPRAG 021 durchgeführt wird. Alle entdeckten Instanzen von SCP-052-DE02 müssen schnellstmöglich neutralisiert werden, wobei sich Flammenwerfer als äußerst effektiv erwiesen haben. Beschreibung: SCP-052-DE01 ist ein Phänomen, welches ausschließlich bei alleine lebenden Männern im Alter von 21 bis 52 aufzutreten scheint. Es äußert sich durch lang anhaltende Schmerzen im rechten Oberbauch, begleitet von zunehmender Appetitlosigkeit. Röntgenbilder und andere nicht-invasive Untersuchungen zeigen keinerlei Auffälligkeiten. Lediglich eine Kolonoskopie oder ein chirurgischer Eingriff im entsprechenden Gebiet zeigen, dass sich im unteren Ende des Colon ascendens ein ovales Objekt mit einem Durchmesser von etwa 3 cm befindet, welches durch dünne, an Tentakel erinnernde Anhängsel an der äußeren Darmwand befestigt ist. Betroffene Personen haben in Befragungen ausgesagt, dass sie nicht wissen, worum es sich bei diesen Objekten handelt oder wie diese in den Darm gelangt sind. Allerdings haben intensive Befragungen ergeben, dass sich fast alle Betroffenen erinnern konnten, kurz vor Beginn der Symptome auf einer Toilette entweder eingeschlafen zu sein oder das Bewusstsein kurzfristig verloren zu haben. Wenn das ovale Objekt nicht vorher aus dem Kolon entfernt wird, schlüpft etwa einen Monat nach Beginn der Symptome SCP-052-D02. Dabei handelt es sich um ein Wesen mit einem 3 cm großen, kugelförmigen Körper, der mit 18 Tentakeln sowie einer mit Zähnen gesäumten Öffnung im Zentrum ausgestattet ist. SCP-052-D02 verlässt den Körper nach dem Schlüpfen auf eine von 3 Arten. Natürlich. SCP-052-DI02 folgt dem Verlauf des Dickdarms und begibt sich in den Enddarm, wo es darauf wartet, dass sich das Rektum öffnet, meist bei einem Toilettengang, und verlässt auf diesem Weg den Körper. Die betroffene Person hat keinerlei Folgeschäden zu tragen. Bruch. SCP-052-DI02 benutzt seine Zähne, um sich durch die vordere Bauchwand zu graben und den Körper auf diesem Weg zu verlassen. Wenn schnelle medizinische Versorgung erfolgt, kann die betroffene Person überleben und je nach Schwere und Position der Verletzung durch Operationen und Therapien Folgeschäden vermeiden. Invasiv. SCP-052-DE02 benutzt seine Zähne, um sich in einer geraden Linie durch den Körper zu graben, meist in Richtung des Halses, ehe es dort den Körper verlässt. Selbst bei sofortiger medizinischer Versorgung sind die Überlebenschancen gleich 0. Sobald SCP-052-DE02 den Körper verlassen hat, begibt es sich zum nächstgelegenen Gewässer, wobei es Kanalisationssysteme bevorzugt. Jegliche Versuche, SCP-052-DE02 nach diesem Punkt zu verfolgen, sind erfolglos verlaufen. Autopsien von SCP-052-D02-Exemplaren haben ergeben, dass es sich um hermaphrodite Wesen mit enormen Regenerationsfähigkeiten handelt, deren Geschlechtsteile sich im Inneren befinden und komplett abgeschottet sind, was auf asexuelle Fortpflanzung hindeutet. Die Hälfte der vorhandenen Tentakel verfügen über einen Kanal, der zu einer Art Eiersack im Körperinneren zu führen scheint. In den anderen Tentakeln befinden sich Drüsen, die eine Art Gleitmittel produzieren, welches durch Hautkontakt den Effekt eines potenten Amnesikum erzielen kann. Auch deuten die Autopsieergebnisse darauf hin, dass SCP-052-D02 das Potenzial hat, auf ein 100-faches seiner Körpergröße zu wachsen, entsprechende Ernährung vorausgesetzt. Tests an einem lebenden Exemplar von SCP-052-D02 haben ergeben, dass es von den Spuren von, die sich im Harn geschlechtsreifer Männer befinden, angezogen wird. Wenn eine von SCP-052-DE01 betroffene Person entdeckt wird, ist diese sofort zu Standort DE14 oder Standort DE6 zu bringen, wo sich geeignetes Personal und Ausrüstung befinden, um Prozedur MASPRAG 021 durchzuführen.
Bei Prozedur Masprec 021 handelt es sich um einen Eingriff, durch den das Ei von SCP-052-DE02 entfernt und zerstört wird, ohne bleibende Spuren zu hinterlassen. Bislang gibt es keine Möglichkeit, um festzustellen, wie viele ausgewachsene Exemplare von SCP-052-DE02 existieren oder wo sie sich befinden. Das einzige Team, dem es bis jetzt gelang, SCP-052-DE02 in unterirdischen Kanälen zu finden, gilt als verloren. O5. Sie haben es bestimmt schon alle gehört. Eine MTF hat es geschafft, eine Art Nest von SCP-052-DE02 zu finden. Diese MTF gilt offiziell als verloren. Und offiziell wissen wir nicht, wo dieses Nest ist oder ob unsere Männer noch leben. Offiziell ist das der Grund, warum wir nicht einfach ein paar brennende Kanister Benzin reinwerfen, um diese Dinger zu vernichten. Inoffiziell ist das Blödsinn. Wir wissen, wo das Nest ist. Wir wissen, dass unsere Männer noch leben. Die Schulterkameras der Männer sind mit einem System langlebiger, selbstauswechselnder Batterien ausgestattet, sodass die Kameras noch über ein Jahr lang senden können. Warum also vernichten wir die Dinger nicht einfach? Nun, sie haben eine Gruppe von Männern in ihrem Nest. Sie wechseln sich damit ab, die Männer mit ihren Tentakeln festzuhalten, schwängern sie und benutzen nach dem Schlüpfen der Jungen ihre Tentakel, um die Jungen ohne Schäden aus den Körpern herauszuholen. Und sie schwängern sie dann erneut, immer wieder und nach mit einer größeren Anzahl von Eiern. Die Aufnahmen zeigen, dass mehr und mehr Exemplare von SCP-052-DE02 in das Nest kommen. Das deutet darauf hin, dass sie sich einfach nur fortpflanzen wollen. Und jetzt müssen sie dafür nicht mehr durch Kanäle schwimmen und mit ihren Tentakeln durch Toilettenschüsseln greifen, sondern können das bequem zu Hause erledigen. Und das Erstaunlichste? Sie erhalten unsere Männer am Leben. Sie stopfen ihre Tentakel in den Mund unserer Leute und lassen sich teilweise von ihnen essen. Sie zwingen sie dazu. SCP-052-DE02 regeneriert schnell, also macht es ihnen scheinbar nichts aus. Natürlich arbeiten wir an Plänen, um das Nest abzuschotten und SCP-052-DE einzudämmen. Doch zurzeit ist unsere Priorität, Drohnen darunter zu schicken, um Kameras zu platzieren, damit wir die Situation im Auge behalten können, auch wenn die Kameras unserer Leute ausfallen. Und solange neue SCP-052-DE02-Exemplare zum Nest kommen und solange dadurch die Fälle von SCP-052-DE01 außerhalb des Nests abnehmen, werden sich unsere Prioritäten nicht ändern. Mit anderen Worten, wir lassen ein Dutzend Männer da unten und dafür bleibt Zivilisten dieses Schicksal erspart. Das ist der Grund, warum wir das Nest nicht einfach auslöschen oder abriegeln, solange es da draußen noch mehr von SCP-052-DE02 geben könnte. Und das ist der Grund, warum wir zulassen, dass unsere Männer da unten als Brutsklaven missbraucht werden. Deswegen sind wir die Foundation. Wir bringen Opfer, um die Menschheit zu schützen. Und wir treffen Entscheidungen, die niemand treffen möchte. Sichern, bergen, beschützen. O5